Welcome to English Cramming with Multi-Part Love Story B1, a story-driven approach to learning English. Follow the captivating love story of Jan, a race car driver, as he navigates life, love, and challenges. Let the journey begin. Christina wore her new cocktail dress Christina trug ihr neues Cocktailkleid and looked stunning in it. und sah darin bezaubernd aus. Naturally, she noticed the admiring glances. Natürlich bemerkte sie die bewundernden Blicke. But for her, the only thing that mattered was that Jan was sitting next to her. Doch für sie war nur wichtig, dass Jan neben ihr saß. Danke. Everyone is looking at you, he whispered to her. Alle sehen nur dich. Flüsterte er ihr zu. I'm proud of you. Ich bin stolz auf dich. You're the most beautiful and elegant. Du bist die schönste und eleganteste. Mom would say the dress is too short. Mama würde sagen, das Kleid sei zu kurz. She'd mentioned that my knees are showing, Christina replied softly. Man könne ja meine Knie sehen. Entgegnete Christina leise. You have the most beautiful legs in the world, Jan said. Du hast die schönsten Beine der Welt. Sagte Jan. Christina grinned. Do you know what Mom would say now? Christina grinste. Weißt du, was Mama jetzt sagen würde? Her blue eyes sparkled mischievously. Ihre blauen Augen blitzten übermütig. She'd say you shouldn't give me such compliments. Sie würde sagen, solche Komplimente dürftest du mir nicht machen. They'd go straight to my head. Sie würden mir nur zu Kopf steigen. I already knew you had beautiful legs when you were still walking around in jeans, Jan replied. Ich wusste schon, dass du wunderschöne Beine hast, als du noch in Jeans herumgelaufen bist. Entgegnete Jan. Christina raised an eyebrow. Christina hob eine Augenbraue. I'll keep wearing jeans. Ich werde auch weiterhin in Jeans herumlaufen. Or do you think I'll start going to the stables in a cocktail dress? Oder glaubst du etwa, ich werde in Zukunft im Cocktailkleid in den Stall gehen? Jan leaned closer to her. Jan beugte sich zu ihr. You won't have much chance for that in the near future. Dazu wirst du in nächster Zeit kaum Gelegenheit haben. I want you to be at every race. Ich möchte, dass du bei jedem Rennen dabei bist. You bring me luck. Du bringst mir Glück. Your parents need to understand that. Das müssen deine Eltern begreifen. Mom would surely prefer me not to stand around the racetrack or the pits all the time. Mama hätte es sicher lieber, wenn ich nicht ständig an der Rennstrecke oder an den Boxen stehen würde. She doesn't have a good opinion of the girls who do that. Sie hat keine gute Meinung von den Mädchen, die das tun. Christina laughed. Lachte Christina. She's not entirely wrong, Jan admitted. Da hat sie nicht mal Unrecht. Gab Jan zu. The pretty ones hanging around at the start or finish line are after us racers. Die Schönen, die am Start oder im Ziel herumlungern, haben es auf uns Rennfahrer abgesehen. Of course, only the best ones. Natürlich nur auf die Besten. Christina's eyes widened in shock. Christinas Augen weiteten sich erschrocken.
Quickly, Jan added, Rasch fügte Jan hinzu. "That's why you'll be at the racetrack too." Deswegen wirst auch du an der Rennstrecke stehen. "I don't want anyone else." Ich will keine andere. "And you're not going to flirt with anyone else either." Und du wirst doch keinem anderen schöne Augen machen. "Not even if I'm not among the first, right?" Auch nicht, wenn ich einmal nicht unter den Ersten bin. "Of course not," Christina replied indignantly. Natürlich nicht. Christina klang empört. "Don't worry, I'll keep winning." Keine Sorge, ich werde weiterhin gewinnen. "I've already been selected for the next races." Ich bin auch schon für die nächsten Rennen aufgestellt. "Are you saying you'll hardly be home anymore?" Christina's eyes grew wide again. Willst du damit sagen, dass du kaum noch nach Hause kommst? Christinas Augen wurden groß. Jan nodded, then lifted his wine glass and held it out to her. Jan nickte, hob dann sein Weinglas und hielt es ihr hin. "Let's toast to our future." Lass uns auf unsere Zukunft trinken. "What's there for us in our village?" Was sollen wir in unserem Dorf? "This is our life from now on." Das hier, das ist von nun an unser Leben. Christina didn't answer immediately. Christina antwortete nicht sofort. She thought of her mother. Sie dachte an ihre Mutter. Would she like it here? Ob ihr das hier gefallen würde? Her mother had never had the chance to stay in such an elegant hotel. Ihre Mutter hatte nie Gelegenheit gehabt, in so einem eleganten Hotel abzusteigen. "Darling, you like it here, don't you?" Liebling, es gefällt dir doch hier. Jan's face looked concerned. Jans Gesicht wirkte besorgt. "Of course, it's wonderful. All these elegant people." Natürlich, es ist herrlich. All diese eleganten Leute. Christina glanced around discreetly. Christina sah sich verstohlen um. "And now we're one of them." Und wir gehören nun dazu. Jan touched her hand. Jan berührte ihre Hand. "In the coming weeks, I'll receive many invitations. Ich werde in den nächsten Wochen viele Einladungen bekommen. We'll meet lots of people. Wir werden Menschen kennenlernen. When we have our own car dealership, Wenn wir einmal unser eigenes Autohaus haben, these connections will help us." dann kommen uns diese Beziehungen zugute. Christina nodded. Life felt wonderful. Christina nickte. Das Leben war herrlich. The wine, the food, everything was exquisite. Der Wein, das Essen, alles war vorzüglich. Later, they even found time to dance at the bar. Später fanden sie sogar Gelegenheit, in der Bar zu tanzen. In that moment, it was just the two of them. In diesem Moment gab es nur noch sie beide.
I love you. Ich liebe dich. Jan whispered close to her ear as they swayed to the music. Flüsterte Jan dicht an ihrem Ohr, während sie sich zur Musik wiegten. I love you too, Christina replied, her eyes shining. Ich dich auch. Antwortete Christina, ihre Augen strahlten. But then she thought of her mother again. Doch dann dachte sie wieder an ihre Mutter. She snuggled closer to him. Sie schmiegte sich enger an ihn. Darling, what's wrong? Liebling, was hast du? Will it always be like this? Wird es immer so sein? Will we still find time for ourselves? Werden wir noch Zeit für uns finden? Of course, my love. Natürlich, Liebling. Jan looked deeply into her eyes. Jan sah ihr tief in die Augen. I'll have to fight for success. Ich werde um den Erfolg kämpfen müssen, But you'll be with me. That's all that matters. aber du wirst bei mir sein. Und nur das zählt. Christina nodded. She felt the same way. Christina nickte. Sie dachte genauso. I'll make sure we always have moments like this. Ich werde dafür sorgen, dass es immer wieder solche Augenblicke gibt wie diesen. Moments just for us. Augenblicke, die nur uns beiden gehören. No one else to consider. Wo ich keine Rücksicht auf andere nehmen muss. And most importantly, no reporters. Und vor allem keine Reporter da sind. Is that a promise? Ist das ein Versprechen? Yes. You'll always be the most important person in my life. Ja, du wirst für mich immer das Wichtigste sein. We'll get married, build a car dealership, Wir werden heiraten, ein Autohaus bauen, have at least 2 children, mindestens 2 Kinder bekommen and be happy together for the rest of our lives. und mit ihnen zusammen glücklich sein. Christina felt like she was floating across the dance floor. Christina schwebte vor Glück über die Tanzfläche. She never wanted him to let her go. Sie wollte, dass er sie nie wieder losließ. But then the dance ended and Jan led her back to their table. Doch der Tanz endete und Jan führte sie zurück zum Tisch. There he continued planning their future. Dort schmiedete er weiter Pläne. I'll sign advertising contracts. Ich werde Werbeverträge abschließen. These car companies pay very well. Diese Autofirmen zahlen sehr gut. The more money I make, the faster we'll have our dealership. Je mehr Geld ich verdiene, desto schneller kommen wir zu unserem Autohaus. I know. Children, a family, our own house. Ich weiß. Kinder, eine Familie, ein eigenes Haus. Christina sighed contentedly. Christina seufzte glücklich. What happens next will leave you speechless. Will Jan finally uncover the truth at his favorite spot? Or will things take an unexpected turn? Don't miss the next episode of Jan's love story. It's going to be unforgettable. Want to test how well you understood this episode? Check the description below for a free worksheet with questions about this episode. No sign up required. Just click and learn.
See you in the next thrilling chapter. Danke.